Die Meldepflicht bei Auslandsüberweisungen musst du jetzt erst ab 50.000 Euro beachten. Was das genau für dich zu bedeuten hat, das werde ich dir in diesem Video erklären. Wie wir ja schon in etlichen Videos angesprochen haben, bist du verpflichtet, als jemand, der in Deutschland ansässig ist, Auslandsüberweisungen an die Bundesbank zu melden. Bisher musstest du Überweisungen melden ab einem Betrag von 12.500 Euro. Jetzt, seit dem 01.01.2025, ist dieser Betrag auf 50.000 Euro angehoben worden. Das gilt übrigens für juristische als auch für natürliche Personen. Wir sprechen hier von der sogenannten AWV-Meldung. AWV steht für Außenwirtschaftsverkehr. Viele denken, dass diese AWV-Meldung irgendwas mit der Steuer zu tun hat, aber so ist es nicht. Die Meldung erfolgt an die Deutsche Bundesbank. Sie dient statistischen Zwecken, um den internationalen Geldverkehr zu überwachen. Also steuerlich ist es überhaupt nicht relevant. Seltsamerweise und aus mir völlig unerfindlichen Gründen ist ja aber ein horrend hohes Bußgeld definiert, wenn man diese Meldung nicht macht. Es sind nämlich 30.000 Euro. 30.000 Euro, stell dir das mal vor. Man fühlt sich also gleich wie ein Schwerverbrecher, wenn man diese Meldung an die Bundesbank vergisst. Und vergessen tun es viele. Viele rufen dann bei uns an und sind völlig verstört und machen sich wirklich Sorgen, ob sie nun im Gefängnis landen. Ich kann dich insofern beruhigen, als dass ich keine einzige Person kenne, die diesen Betrag hat jemals zahlen müssen oder in der Tat irgendeine Strafe an die Bundesbank. Man muss auch sagen, dass der Anruf und die Meldung dort ziemlich harmlos ist. Probier es einfach mal aus. Vielfach fragen die gar nicht nach dem Namen, ehrlich gesagt, oder nach besonderen Details, wohin du jetzt überwiesen hast. Die wollen eigentlich nur den Betrag wissen. Wobei das scheint so ein bisschen von demjenigen, mit dem du sprichst, abzuhängen. Also das ist eigentlich komplett harmlos. Dennoch sagt man, wenn du diese Meldung vergisst, dann musst du möglicherweise eine Selbstanzeige machen. Nochmal, bitte verwechsel das nicht mit der Selbstanzeige beim Finanzamt, wenn du hier bei den Steuern geschummelt hast. Darum geht es nicht. Aber wenn du diese Selbstanzeige machst, dann kannst du wohl die Strafe in den meisten Fällen verhindern. Wenn du eine solche Überweisung gemacht hast und du hast vergessen, die Meldung zu machen, dann würde ich dir empfehlen, dich mit der Materie einmal auseinanderzusetzen, vielleicht sogar einen Anwalt zu fragen. Also meiner Erfahrung nach, wie gesagt, vergessen das viele und denen passiert nie irgendwas. Ich will jetzt nicht sagen, dass man es auf die leichte Schulter nimmt, ja. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass es viele vergessen. Das heißt, wahrscheinlich auch wenn du nichts tust, passiert gar nichts. Nach 3 Jahren ist das Ganze dann verjährt. Wenn du dich besser fühlst, dann würde ich dir zur Selbstanzeige raten, aber dann nur natürlich mit Anwalt, das ist ja völlig klar. Denn das Risiko, dass du eine falsche Selbstanzeige machst, wo du möglicherweise nicht alles meldest und dann am Ende die 30.000 zahlen musst, nur weil du eine falsche Selbstanzeige gemacht hast, das ist groß. Daher bitte mit Anwalt, schau einfach online, da gibt es einige Kontakte. Da gibt es jetzt aber noch so ein paar kuriose Details zu dieser Meldung. Wie gesagt, seit dem 01.01. ist der Betrag 50.000. Das heißt, Erstabzahlung von 50.000 Euro musst du das Ganze melden. Eins der wichtigen Details ist, dass du bei einem Warenkauf im Ausland die Meldung nicht machen musst. Wenn du also zum Beispiel ein Auto im Ausland kaufst und an den Verkäufer 55.000 Euro überweist, musst du keine Meldung machen. So, aber bei Dienstleistungen oder auch wenn du Wertpapiere kaufst oder auch Immobilien kaufst, dann ist diese Meldung tatsächlich fällig. Die Meldung ist nicht fällig, wenn du auf dein eigenes Konto überweist. Also selbst wenn du 10 Millionen auf deine eigenen Konten im Ausland überweist, ist keine Meldung fällig. Wenn du aber zum Beispiel bei einem Broker ein Referenzkonto hast, also deine eigene IBAN letztlich bei dem Broker dorthin Geld überweist, dann musst du zwar keine Meldung machen zu diesem Zeitpunkt, wenn du dann aber von diesem Referenzkonto Aktien zum Beispiel kaufst, dann musst du eine Meldung machen. Und das verstehen viele nicht und vergessen es dann. Das heißt, sie kaufen Aktien, sie überweisen an den Broker, sie wissen, sie müssen da keine Meldung machen, realisieren aber nicht, dass dann die Zahlung, um die Aktien zu kaufen, vom Referenzkonto des Brokers, auf das du zuvor einbezahlt hast, meldepflichtig ist. Im Zweifelsfall einfach die Nummer anrufen der Bundesbank und kurz hier durch das Prozedere am Telefon durchgehen. Wie gesagt, meiner Meinung nach komplett harmlos. Und eben seit dem 01.01.2025 erst ab 50.000 Euro notwendig. Was ist für viele ganz sicherlich vereinfacht. Hier hat sich die Politik sicherlich gedacht, naja, ab 12.500 Euro, das war schon komplett überzogen. Jetzt wird es also natürlich nur noch sehr wenige Personen betreffen, diese Meldepflicht. Wenn du ausgewandert bist und nicht mehr in Deutschland ansässig bist, musst du natürlich diese Meldepflicht nicht mehr wahrnehmen.
Sie gilt nur für Personen, die in Deutschland leben, wobei es dabei keine Rolle spielt, welche Staatsbürgerschaft diese Personen haben. Bist du ansässig in Deutschland, dann unterliegst du dieser Meldepflicht. Wie gesagt, es ist egal, ob eine deutsche GmbH die Zahlung macht oder eine natürliche Person. Sie gilt für alle. Wenn auch dich solche Themen wachhalten und du Konten im Ausland hast oder dir überlegst, auszuwandern, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Umzug ins Ausland, Auswandern, Konten im Ausland eröffnen, Vermögen zu sichern und dich vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.